Realty Income hat Quartalszahlen präsentiert und zwar zum Q2 2024 und die möchte ich mir heute mit euch anschauen. Da sind ein paar sehr, sehr interessante Sachen mit drinnen in der Investor Presentation. Also wir werfen einen Blick auf die Zahlen und ordnen dann Realty Income noch technisch ein, also wie es da im Moment grundsätzlich aussieht bei dem Unternehmen und schauen, wie das Unternehmen im Moment dasteht und ob da eben alles in Ordnung ist. Danach werfen wir auch noch einen Blick auf die aktuelle ja, Gesamtmarktsituation mit der Korrektur, die jetzt in den letzten Tagen stattgefunden hat, auch wenn wir jetzt schon wieder ein gutes Stück nach oben gelaufen sind. Aber jetzt fangen wir mal hier an mit Realty Income und wir sehen, wir haben ein Enterprise Value von 73 Milliarden US-Dollar und im Jahr 5 Milliarden Annualized Miete. Wir haben seit 55 Jahren hier ein operatives Geschäft durch das Unternehmen und man ist auch ein sehr, sehr global vertretener Player hier, ist auch der siebtgrößte REIT auf der Welt und hat auch 11 Milliarden US-Dollar in Europa, also als Anteil des Portfolios. Und im Schnitt ist die verbleibende Mietdauer hier bei 9,2 Jahren, also auch sehr, sehr lange und man ist in 42 Industrien hier vertreten. Ja, vor allem der Dividend Track Record ist ja auch ein wichtiger Punkt für viele Anleger, die da investieren. Wir haben hier einen 4,3%igen CAGR, was die steigenden Dividenden angeht. Also man ist auch im S&P 500 Dividend Aristocrats Index mit drinnen. Und man hat jetzt wirklich schon seit 107 Quartalen in Folge quartärlich die Dividende erhöht, also wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt eben in dem zweiten Quartal haben sie hier nochmal grundsätzlich ein paar Investitionen auch getätigt in United Kingdom und Europa. Also hier wirklich schön zu sehen, dass da mehr versucht wird, sich da auch zu diversifizieren. Äh, Generell haben sie hier ein AFFO pro oder per Share von 1,06 erreicht, mit einem robusten Wachstum von 6% im Vergleich zum letzten Jahr. Also das ist wirklich gutes AFFO-Wachstum. Das ist auf jeden Fall völlig im Rahmen. Und sie guiden jetzt hier eben auch für 2024, dass das AFFO-Wachstum hier bei ungefähr 4,5% liegen wird. Und das ist ja eigentlich auch okay. Ich meine, das Unternehmen ist ja auch schon sehr, sehr groß und dazu kommt dann noch die Dividende, die man sowieso erhält, sozusagen. Genau. Generell sagen sie dann hier noch, dass die Rate bei 98,8% lag. Und das ist natürlich auch sehr, sehr stark. Also die ist auch nochmal gestiegen im Vergleich zum ersten Quartal. Und das ist natürlich, zeigt auch, wie stark einfach die Clients sind, die sie in ihrem Portfolio mit drin haben. Ja, sie haben jetzt auch noch hier dieses Quartal beendet mit 4 Milliarden in verfügbaren Liquiditäten, also auch schön zu sehen. Und grundsätzlich sehen wir auch hier mal schön veranschaulicht, dass sie da schon noch eine Wachstumsthese hier aufstellen können und auch noch glauben, dass sie da noch einen sehr, sehr bemerkenswerten Addressable Market haben. Einerseits natürlich in Europa, also da sind sie noch gar nicht so stark vertreten und in Europa wäre dann ungefähr das Elffache des aktuellen Portfolios bzw. der aktuellen Größe möglich. Zumindest jetzt hier nach diesem Total Addressable Market gerechnet. Also das ist natürlich schon noch sehr, sehr viel Potenzial, was dann da mit drin wäre. Ja, hier sehen wir aber auch nochmal in den USA das Potenzial. Hier sieht man 5,4 Trillion US-Dollar Total Addressable Market und hauptsächlich aus diesen Traditional Net Leases, aber dazu auch ja, so ein bisschen was hier mit Gaming und Data Center, eben diese Emerging Investments. Ja, auch hier nochmal genau dasselbe. Da sieht man das auch schön, die Aufteilung mit United Kingdom und Rest of Europe. Also United Kingdom wird so ein bisschen rausgerechnet mit 2,6 Trillion US-Dollar, aber auch auf jeden Fall sehr, sehr starke äh, Position. Ja, genau. Also grundsätzlich sieht man hier nochmal so ein paar Daten zu diesem eben Leaseback-Transaction, die man hier gemacht hat bei einer
6% Cap Rate, also ist aber auch völlig in Ordnung. Grundsätzlich gut. Hier sieht man mal schön aufgeschlüsselt die einzelne Bewegung, also die Full Consistency, High Single Digit Total Operating Return. Also was soll das darstellen? Also wir sehen ganz links hier die ungefähre Dividenden-Yield, dazu der intern generierte AFFO-Growth mit 2% und also ist praktisch dieses organische Wachstum. Und dazu kommt eben dann noch so 2 bis 3% externes AFFO-Wachstum, was dann zu einem Wachstum hier führt vom AFFO generell ja, von so 4 bis 5%. Und wenn man die Dividende noch mit dazu rechnen würde, dann wären es 8 bis 9%. Genau. Ja, auch hier grundsätzlich nochmal aufgeschlüsselt, wie die auf dieses AFFO-Wachstum kommen. Und hier sehen wir eben, Same-Store Rent wird im Jahr im Schnitt um 1,5% erhöht. Die AFFO-Wachstum der internen Fund Investments soll um 2 bis 3% hochgehen und der Rest sind jetzt hier Abzüge. Und da kommt man eben so auf diese internen AFFO-Wachstumsraten von ungefähr 2%. Ja, also wir haben auch ein stable Growth and Variety of Interest Rate Environment. Wir haben ja immer noch hier im Schnitt der letzten 10 Jahre hier diesen AFFO per Share CAGR von 5% und Historical Average Dividend ist auch bei 6% und macht eben diesen Total Return hier zu 11%. Also schon auch eine sehr, sehr starke Position. Grundsätzlich gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ja, hier sieht man mal zu den Datacentern was, wo die Prognosen hier hinlaufen sollen. Also die soll sich hier von 2024 auf 2025 ja, um so 20% steigern und soll auch in Zukunft weiter stark wachsen. Also das ist zum Beispiel auch ein Wachstumstreiber hier für Realty Income. Und hier sieht man das auch nochmal aufgeschlüsselt, wo man jetzt hier diese ganzen Global Data Center aufgestellt hat. Außerdem hat man hier eine Partnerschaft mit einem neuen Blue Chip Operator abgeschlossen und zwar mit Decathlon. Das ist hier so ein Retail-Tenant in Europa. Also den hat man praktisch ja, ins Portfolio bekommen. Mit 1751 Stores hat der im Betrieb, also auch ein großer Player. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut für Realty Income. Und hier wird es eben nochmal ganz genau aufgeschlüsselt, was das für Vorteile für das Unternehmen hat. Ja, grundsätzlich, also sehr, sehr schön zu sehen. Hier sieht man mal den Annual Total Shareholder Return, den hier Realty Income geliefert hat. Also der liegt hier irgendwo bei 25% und das eben bei relativ niedriger Volatilität. Grundsätzlich sieht man auch hier, dass es ein schönes Risk-Reward im Vergleich zum S&P 500 darstellt. Also grundsätzlich ist das Unternehmen auf jeden Fall gut aufgestellt. Wir haben uns das Unternehmen ja auch schon mal angeschaut, auch schon mal tiefer. Das Video verlinke ich auch nochmal. Kann man sich gerne auch nochmal genauer anschauen, was ich dazu gesagt habe. Jetzt hier noch zum Balance Sheet. Wir sehen ein Strong Balance Sheet mit A- oder A3 Stable, also auch ja, eine sehr, sehr gute Bilanz, die hier ausgewiesen wird. Das ist eigentlich einer der besten Bilanzen hier unter den REITs, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Grundsätzlich es gibt hier eben auch noch diese signifikante Liquidität, die man hat, also auch noch völlig in Ordnung. Dann hier dieses diversifizierte High-Quality-Portfolio mit diesen Top-Tenants, also Dollar General, Walgreens. Ja, gut, Walgreens leidet natürlich jetzt etwas in letzter Zeit, aber ist auch mit eben dabei bei diesen Top 20. Also man ist hier schon relativ gut diversifiziert. Wenn jetzt der erste oder der größte Tenant nur 3,4% ausmacht, also das ist schon noch in Ordnung. Hier wird das auch nochmal so ein bisschen aufgeteilt auf die einzelnen Ketten bzw. Sektoren, in denen eben diese ganzen Portfolioanteile dann tätig sind an sich. Und ja, man sieht schon, dass die auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Position haben, die eben auch ausgerichtet ist auf so eine Diversifizierung, um auch in schwierigen Phasen gut performen zu können. Genau, also wir haben auch hier nochmal the benefits of size and scale.
Also Rental Revenue Growth sehen wir jetzt hier 3,6%, der war auch schon mal höher. Dafür ist hier Adjusted EBITDA Margin hochgegangen. Ähm, und hier wird eben jetzt aufgeführt, dass es einen Vorteil auch hat, wenn man eben diese Synergien nutzen kann und dieses Investment Volume und so weiter nach oben treibt, weil man eben doch so ein großes Business hat, so ein großes Business ist. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, hier sieht man European Portfolio Snapshot, also mit Investmentsummen, die man jetzt halt von 11 Milliarden eben hier im zweiten Quartal getätigt hat, also auch sehr schön zu sehen. Und hier wird es jetzt nochmal interessant, europäisches Portfolio, also der Snapshot. Hier sehen wir 11% B&Q und danach auch 11%, 10%. Also hier ist es schon eher wirklich sehr, sehr ja, fokussiert. Also die Top 4 machen dann schon 40% aus. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön, aber da müssen sie dann eben hier noch dran arbeiten, dass sie diese Diversifizierung eben auch hinbekommen in den europäischen Märkten. Ja, dann schauen wir jetzt hier noch auf die Guidance. Also die Guidance wurde ja da schon im Juni mal rausgegeben. Die wurde jetzt hier revised. Also hat sich jetzt beim AFFO per Share nichts geändert. Alles noch gut. Occupancy passt auch. Also grundsätzlich nach wie vor schöne Position hier zu sehen. Alles in Ordnung. Und man hat ja auch gesagt, man möchte jetzt auf 4,5% AFFO-Wachstum hinlegen. Ja, jetzt schauen wir mal auf die Aktie und den Chart. Also wir können sehen, wir haben uns hier, das haben wir ja schon mal besprochen, länger mal seitwärts bewegt, um eben jetzt hier so eine Bodenbildung abzuschließen. Das haben wir auch sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr, sehr dynamisch. Also wir haben uns hier jetzt schön dynamisch rausentwickelt und sind jetzt hier übers letzte Wochen hoch gestartet und haben jetzt hiermit einen Aufwärtstrend auf Wochenbasis etabliert. Und das sieht natürlich schon mal sehr, sehr gut aus. Es wäre jetzt auch gar kein Problem, wenn die Aktie nochmal auf 55 US-Dollar runterkorrigieren würde, würde dann auch nochmal eine schöne Einstiegschance anbieten. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Aktie jetzt auch gut Potenzial nach oben hat und auch noch weiter nach oben steigen kann. Auch die 200-Tage-Linie würde dann hier, wenn wir nochmal runterkommen, als Unterstützung dienen. Also da sieht alles sehr, sehr gut aus im Moment und wir haben die Bodenbildung abgeschlossen, die ich in dem einen Video vor ein paar Monaten schon mal angesprochen hatte. Also der nächste richtig heftige Widerstand ist so bei 62, 63 US-Dollar. Da werden wir vielleicht schon nochmal ein bisschen Gegenwehr dann sehen. Ja, im Moment haben wir aber trotzdem hier einen Dividendenyield von 5,3% und eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar. Also wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen. Auf die einzelnen Zahlen gehe ich jetzt nicht mehr ein. Da kann man sich das andere Video dann nochmal anschauen, das ich da verlinkt habe. Jetzt guckt man noch auf den Markt im Allgemeinen, weil wir ja doch hier große Abstürze auch gesehen haben, durch eben diese ganzen Nachrichten, die rausgekommen sind. Ähm, aber grundsätzlich sehen wir, dass wir uns hier, wenn wir uns jetzt mal auf Tagesbasis das ganze Schlamassel anschauen, sehen wir, dass wir da schon wieder einiges an Korrektur eigentlich nach oben aufgelöst haben. Also wir befinden uns jetzt hier schon, ja, wie viel Prozent sind es? Sollen wir mal messen hier? Es sind jetzt hier 6% unterm All-Time-High, 7%. Im Tief waren wir schon 10% unterm Allzeithoch. Also war dann schon kurzzeitig mal eine sehr, sehr schnelle Bewegung. Grundsätzlich sind wir, wenn wir uns jetzt dieses Fibonacci Retracement mal anlegen, im Moment eigentlich so auf Schlusskursbasis, was den Tageschart angeht, jetzt hier um das 61,8er Fib abgeprallt und laufen jetzt eben wieder langsam nach oben. Ähm, also mit Nachkäufen, ja, vorsichtig sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da schon noch ein Stück runter korrigieren. Im Moment ist da noch alles in Ordnung. Die Geschwindigkeit ist jetzt eben hier sehr, sehr schlecht, beziehungsweise etwas zu schnell. Also wäre natürlich schöner, wenn der Aktienmarkt langsamer korrigieren würde. Aber im Prinzip ist noch alles in Ordnung. Wir weiten die Struktur oder die Korrektur nur weiter aus, wenn wir hier unter 4.930 Punkte gehen sollten. Und dann wäre auch das nächste Ziel hier zweimal 2022. Also das wäre dann die nächste Unterstützungszone, die der ganze Aktienmarkt eigentlich mehr anlaufen könnte. Also das wäre so mein Hauptszenario, was natürlich ganz schön wäre, weil dann könnte man auch nochmal richtig gut Aktien nachkaufen. Und Alternativszenario ist, wir bauen jetzt hier einen Boden auf der Höhe und laufen dann eben entweder seitwärts oder
weiter nach oben Richtung Jahresende. Also das ist jetzt im Moment sogar noch das wahrscheinlichere Szenario, solange wir hier eben nicht runterkommen oder sich das Chartbild noch hier weiter eintrübt. Also grundsätzlich alles in Ordnung, hier ist jetzt gar nichts passiert. Wir haben jetzt hier keinen Jahrhundert-Crash oder irgendwas, auch wenn natürlich die ganzen Probleme mit dem Arbeitsmarkt in den USA und den Carry Trades jetzt nicht ganz so cool ist. Aber grundsätzlich ist da alles in Ordnung und ist einfach eine normale Korrektur eigentlich, ist jetzt auch nicht mehr ganz so relevant, was die Korrektur jetzt hier ausgelöst hat. Auf jeden Fall sind wir in der Korrektur und ich bezweifle auch, dass da jetzt irgendwie so ein Emergency Interest Rate Cut kommt. Also da würde ich mich auch nicht drauf fokussieren. Das würde natürlich zu einem sehr, sehr krassen Gesichtsverlust einfach bei der Fed führen. Also da auch nicht irgendwie drauf spekulieren. Das wäre meiner Meinung nach nicht so schlau. Alles klar, aber dann wisst ihr Bescheid, wo ich den Aktienmarkt im Moment sehe und könnt ihr vielleicht so ein bisschen drauf einstellen, auf die zwei Szenarios, die jetzt möglich sind. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da für den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.